Wusstest du, dass ein einziges kleines Wort in Deutsch ganze Diskussionen drehen kann? Dieses Wort ist doch. Ohne Witz, wer doch versteht, hat plötzlich Superkräfte im Gespräch. Oder kennst du diesen Moment, wenn jemand schon statt schön sagt? Plötzlich heißt es du bist schon, nicht du bist schön. Das ist so ein klassischer Minifehl, der aber echt süß ist. Und die Artikel, also der, die, das, sind wie so ein Entgegner im Spiel. Wer die früh trainiert, hat später einfach mehr Spaß, weil die Sätze leichter klingen. Na ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich bin Julia, hallo. Heute schauen wir auf die lustige Seite vom Deutschlernen, und ja, auf Dinge, die nur Deutsche wirklich fühlen. Ich bin Tim, hi zusammen. Wir plaudern über kleine Wörter, komische Fallen, witzige Stories und Tipps, die echt helfen. Also, los geht's, ohne Stress. Fangen wir mal mit doch an, okay? Viele Lernende fragen, was heißt das denn genau? Doch ist wie ein freundliches Oh doch. Wenn jemand sagt, du kommst nicht mit, dann antwortest du einfach, doch, und schon drehst du das Nein in ein Ja. Genau, und Deutsche benutzen doch dauernd, so als Weichenverstärker. Mach doch das Fenster zu. Klingt netter als mach das Fenster zu. Das ist so ein Ding, das man erst spürt, wenn man es oft hört. Noch ein Klassiker, schon und schön. Das Ö ist wichtig, Leute. Schön heißt hübsch oder toll, schon heißt bereits. Sag mal laut, schön mit runden Lippen, dann klappt's. Und wir stolpern alle mal, ist ja normal. Ich hab früher oft schon gut gesagt, wenn ich schön gut meinte. Die Leute haben gelacht, aber freundlich. Das gehört einfach dazu. Okay, schnell ein Mini-Rollenspiel, damit ihr das im Ohr habt. Du bist Kunde im Bäckerladen, und ich bin die Bäckerin, passt? Alles klar, guten Morgen. Ich hätte gern, ein Brezel und ein Croissant, bitte. Sehr gut. Kleiner Feinschliff, eine Brezel und ein Croissant. Und wenn du richtig höflich klingen willst, sagst du, ich hätte gern eine Brezel und ein Croissant, bitte, willst du noch was? Ja, doch, noch 2 Brötchen. Oh, wie heißen die hier, Semmeln, Schrippen? Haha, je nach Region. In Berlin sagt man Schrippen, in Bayern Semmeln, sonst oft Brötchen. Du kannst einfach Brötchen sagen, das versteht jeder. Perfekt. Also, ich hätte gern 2 Brötchen und eine Brezel. Das klingt doch echt smooth. Und die Bäckerin freut sich, weil es höflich ist. Genau. Wichtig ist dieses Ich hätte gern. Ich will, geht auch, klingt aber halt ein bisschen hart. Mit hätte gern, bist du auf der sicheren Seite. Kleiner Tipp zu Artikeln, bevor wir weitergehen. Viele merken sich Farben. Der ist blau, die ist rot, das ist grün. Wenn du neue Wörter lernst, mal das im Kopf mit. Also die Brezel rot, das Croissant grün. Und noch ein Trick, der zuerst komisch klingt, schaut einfach Kinderfernsehen auf Deutsch. Ja, echt jetzt. Die Sprache ist langsam, klar, und du lernst Redewendungen, die Erwachsene auch benutzen. Total. Ich hab mit Kinderliedern viel Vokabeln aufgenommen. Ohrwürmer helfen beim Behalten. Und es macht Spaß, was will man mehr? Okay, nächster Punkt, Wortstellung, da passieren richtig lustige Dinge. Viele sagen aus Nervosität ich habe gehen, weil im Englischen das so ähnlich klingt. Auf Deutsch sagen wir ich gehe, oder in der Vergangenheit ich bin gegangen. Und dann kommt noch weil. Nach weil rutscht das Verb nach hinten. Ich bleibe zu Hause, weil ich müde bin. Nicht, weil ich bin müde. Das ist so eine Mini-Regel, aber sie macht den Satz sofort deutsch.
Bevor wir weiterziehen, noch ein ultrakurzer Praxisdialog mit Weil. Tim, ich frage, kommst du heute mit ins Kino? Und du lehnst höflich ab, ja? Okay. Gern, aber ich kann heute nicht, weil ich früh aufstehen muss. Klingt ganz gut, oder? Mega. Man hört direkt, dass du die Regel kennst. Und freundlich ist es auch. So, Halbzeit, machen wir einen Mini-Check, okay? Leute, mal kurz mitsprechen. Julia, was bedeutet doch, wenn jemand sagt, du kommst nicht mit? Antwort ist, doch, das heißt so viel wie im Gegenteil, ich komme schon mit. Und die zweite Frage an dich, Tim, wohin rutscht das Verb nach Weil? Nach weil geht das Verb ans Satzende. Also, weil ich müde bin, nicht weil ich bin müde. Easy, wenn Mong ein paar Mal gehört hat. Top. Dann weiter mit Aussprache, denn da passieren die witzigsten Mini-Missverständnisse. Ein Klassiker ist das Ü, form den Mund rund wie für U, aber sprich ein I. So kommt Ü raus, wie in Tür. Und beim Ö ist es ähnlich, nur eben mit E im Kopf. Rund machen, aber ein E denken, schön, hören, Österreich. Das rettet echt viele Sätze, glaub mir. Auch das CH ist tricky. Innig ist es weich, fast wie Luft. In Bach ist es hart, hinten im Hals. Wenn du das mal übertreibst, lachst du kurz, und dann triffst du die richtige Stelle. Stimmt. Und Leute, lacht ruhig mal über die eigenen Fehler. Deutsche machen das auch, aber meistens freundlich. Humor hilft beim Merken. Apropos Lachen, ich hab eine peinlich lustige Story aus einem Meeting gehört. Jemand wollte sagen, er ist super motiviert, und hat statt ich bin total begeistert irgendwie ich bin regelmäßig krank gesagt. Alle so, oh nein, und dann haben alle gelacht, und es wurde total locker. Haha, ja, das ist genau diese Art Fehler, die erstmal weh tut, aber am Ende verbindet. Wichtig ist, danach die richtige Form zu sagen. Also, ich bin total motiviert oder ich freue mich mega darauf. Noch eine Szene, diesmal am Esstisch bei einer Familie. Jemand wollte nett sein und hat das Essen exotisch genannt. In Deutschland klingt das manchmal so, als ob das Gericht irgendwie komisch oder fremd ist. Besser ist, das schmeckt richtig lecker oder wow, das ist ja super gewürzt. Ja, lecker ist dein Freund. Und ein kurzes sehr gut. Wirkt Wunder. Du musst nicht die perfekte Rede halten, 2 ehrliche Sätze reichen total. Lass uns kurz über kleine deutsche Lieblingswörter sprechen, die man erst fühlt, wenn man sie oft hört. Genau, zum Beispiel. Deutsche sagen das ständig, um zu zeigen, ich höre zu, ich stimme zu. Das ist wie ein freundliches Nicken im Wortformat. Und halt. Das ist so ein Füllwort, so ein weiches, so ist es eben. Das ist halt so. Klingt ein bisschen fatalistisch, aber meistens nur locker. Kleines Bürorollenspiel? Da merkt man doch genau und diese Floskeln total. Du bist Kollege, ich frage dich um Hilfe, ja? Alles klar. Leg los. Hey Tim, kannst du mir die Datei noch heute schicken? Heute wird's eng, aber ich probier's. Kannst du mir doch kurz die letzte Version freigeben? Ja, mach ich gleich. Und passt das Format so, oder brauchst du's als PDF? PDF wäre super, danke dir. Dann checke ich das nochmal und geb dir später Feedback. Siehst du, das klingt schon total deutsch, freundlich, direkt, nicht zu lang. Das kleine Doch macht es weicher, und später Feedback geben, ist dieses leichte Denglisch, das man wirklich oft hört. Genau, Denglisch ist im Büro normal.
Deadline, Feedback, Meeting. Aber die Grammatik bleibt Deutsch und das hilft, klar zu bleiben. Wenn wir schon bei Klarheit sind, Artikeltrainings lohnen sich. Viele wünschen, sie hätten früher das geübt. Mein Tipp: Lern das Wort immer mit Artikel, am besten mit Beispiel. Also nicht nur Tisch, sondern der Tisch ist groß. Und pack kleine Routinen in den Alltag. 5 Minuten am Morgen eine Kindershow, beim Kochen ein deutsches Lied mitsingen, beim Spazierengehen laut einen Satz mit Weil bauen. Es ist wie Zähneputzen für die Sprache. Noch ein Mini-Beispiel für Alltag: Smalltalk im Treppenhaus. Ich sag, na, und du? Na, alles gut. Dann vielleicht, schönes Wetter heute, oder? Kurz, locker, freundlich. Reicht völlig. Ja, und wenn du aus Versehen was Falsches sagst, kein Drama. Sag einfach, oh, ich meinte, und korrigier es. Deutsche schätzen das voll, weil man sieht, du gibst dir Mühe. Bevor wir zum Ende kommen, noch eine Ausspracheübung zum Mitmachen. Sagt mal mit uns: schon, schön, Schuh, Schüler, Stuhl, Stühle. Hört ihr den Unterschied? Wenn nicht, alles gut, üben, lächeln, weitermachen. Und vergesst das Wort doch nicht, das ist euer Joker. Wenn jemand fragt, du magst keinen Kaffee, oder, und du willst widersprechen, sag einfach, doch, ich mag Kaffee, zack, Stimmung gerettet. Kurzer Reality-Check noch: Fehler mit Wortstellung nerven manche Muttersprachler, ja. Aber die meisten sind geduldig, wenn sie merken, dass du lernst. Je klarer du sprichst, desto entspannter wird's für alle. Total. Also, unser Beste heute: Artikel früh lernen, weil Satz üben und Ü-Formen, Kindercontent schauen und kleine Wörter wie doch, halt und genau bewusst hören. Dann lachst du mit, statt zu verzweifeln. Und jetzt seid ihr dran. Hattet ihr auch so eine Situation, wo ihr aus Versehen was Lustiges gesagt habt? Welche kleinen deutschen Wörter liebt ihr? Doch, halt, oder vielleicht na ja? Schreibt uns eure beste Story und euren Top-Tipp zum Ausspracheüben. Vielleicht übt ihr mit einem Spiegel oder ihr habt ein Lieblingslied, das euch hilft, teilt das mal. Wenn euch das gefallen hat, gebt uns gern ein Like und abonniert den Kanal. So verpasst ihr keine Folge und lernt jede Woche ein bisschen entspannter Deutsch. Danke fürs Zuhören, bleibt neugierig und freundlich zu euch selbst. Und denkt dran, mit einem kleinen Doch kann man in Deutschland echt viel retten. Bis zum nächsten Mal.